Sauer und Tröger lässt den Affen los. Was ihr Langnoppenbelag Monkey kann, zeigen wir euch in diesem Video. Ohne große Mühe an den Tisch gehen und Spiele gewinnen. Doch schauen wir zunächst auf die Eckpfeiler der verrückten Langnoppe. Regulär liegt der Monkey bei knapp 40 €. Die Noppen sind medium hart, die Noppenköpfe leicht geriffelt und griffig. Getestet haben wir den Belag in der schwammlosen OX sowie der 0,6 mm dicken Schwammvariante auf dem Banana, einem knapp 80 € teuren, 5-schichtigen, etwa 88 Gramm schweren Offensivholz. Die schwammlose Version zeigt sich im Dots-Test durchaus weich und in Sachen Tempo eher langsam. Die Noppen reagieren nicht sonderlich stark auf ankommende Rotation. Am Tisch fällt zunächst der sehr flache Ballabsprung auf. Der Ballanschlag ist relativ weich. Man spürt, wie sich der Ball in die Noppenstruktur gräbt und man dadurch einen Hauch mehr an Kontrolle bekommt. Das Tempo liegt eher im unteren Bereich. Eine erste große Stärke zeigt der Monkey im Hackblock, der sehr sicher und sehr effektiv mit viel Unterschnitt spielbar ist. Auch etwas härtere Topspins sind damit recht gut retournierbar. Wenn der Gegner diese dann ablegt, kann man mit dem Belag sehr effektiv und druckvoll nachgehen. Er bietet dabei eine wirklich sehr breite Palette an Offensivoptionen. Vor allem der Seitwischer ist unserer Meinung nach sehr stark und gefährlich für den Gegner. Bei konterartigen Schlägen oder Liftbewegungen erzeugt der Monkey wiederum unangenehme, nur schwer zu lesende Effet-Variationen. Winkelige Druckschubs runden die Sache ab. Unserer Meinung nach ist der Störeffekt selbst gar nicht so enorm hoch. Dafür ist es eben der Mix aus langsamen Stoppbällen, druckvollen Angriffsbällen und platzierten Returns, der den Monkey für den Gegner gefährlich bzw. unangenehm macht. In der langen Abwehr fehlt es dem Belag unterm Strich etwas an Tempo, was auf Dauer sicherlich zu kräfteraubend ist. Dennoch lassen sich mit dem richtigen Winkel sehr flache, giftige Bälle spielen, die ein gutes Unterschnittniveau erreichen. Die Kontrolle ist dabei ebenfalls sehr solide. Insgesamt bietet der Monkey somit alle Voraussetzungen für ein variantenreiches Störspiel, das unserer Meinung nach aber eher in Tischnähe aufgezogen werden sollte. Wenn ihr einen guten Mix aus passiven, eher langsameren, platzierten Bällen und giftigen Angriffsschlägen generieren wollt und dabei eine solide Kontrolle benötigt, dann könnte der Monkey einen näheren Blick wert sein. Mit der 0,6 mm dicken Schwammunterlage bremst der Monkey spürbar ein, wie es bereits im Dots-Test sichtbar ist. Tendenziell ist die Langnoppe somit nochmal etwas kontrollierter, aber natürlich auch langsamer. Da
Damit kann man den Gegner mit noch kürzeren Ablagen oder Stoppeln ärgern. Unserer Meinung nach eignet sich diese Monkey-Version einen Hauch mehr zum tischnahen Verteilen der Bälle. Aber auch die Offensivoptionen sind hier weiterhin sehr ausgeprägt vorhanden. Durch den leicht dämpfenden Schwamm eignet sich der Monkey sehr gut zum Fangen von richtig harten Bällen. In Kombination mit einem schnellen, druckvollen Nachgehen auf die folgenden Ablagen des Gegners sollte ein Punktgewinn damit in greifbare Nähe rücken. Unserer Meinung nach dürfte sich der Monkey mit Schwamm übrigens auch gut für schnelle Offensivhölzer eignen. Zudem hat uns persönlich der neuartige Schwamm zugesagt und dürfte durchaus auch Spielern gefallen, die sonst nur schwammlose OX-Langnoppen spielen.